MJ Update Folge 13 und heute feiern wir Michael Jacksons 65. Geburtstag. Viel Spaß! Am 29. August 1958 kam Michael Jackson in Gary, Indiana zur Welt. Da ist er geboren. Und dieses Jahr 2023, auch am 29. August, hätte Michael Jackson seinen 65. Geburtstag gefeiert. Happy Birthday Michael Jackson. Das ist die 13. Ausgabe MJ Update. Ich bin euer MJ Update Harry. Und ja, lasst uns einmal kurz über die aktuellen Geschehnisse rund um Michael Jacksons 65. Geburtstag sprechen. Und heute haben wir Mittwoch, wo ich diese Folge aufzeichne. Am Dienstag, also gestern, war Michael Jacksons 65. Geburtstag. Eine Quizfrage an euch. Wisst ihr, welcher Wochentag das war, an dem Michael Jackson zur Welt kam? Am Ende der Episode gibt es die Auflösung dazu. Könnt ihr ein bisschen rätseln. Dieses Jahr war es ein Dienstag, an dem Michael Jacksons Geburtstag war. Und gestern fanden ein paar Celebrations rund um Michael Jacksons Geburtstag statt. Hier und da trendete auch Happy Birthday Michael Jackson oder Celebrate Michael Jackson in den sozialen Medien, auf Twitter zum Beispiel. Das heißt, es gab wieder Tausende von Glückwünschen, die Fans auf der ganzen Welt Michael gegeben haben. Und ja, Happy Birthday Michael Jackson, wo auch immer du gerade bist. Es wäre dein Geburtstag gewesen und auch 65. Es wäre auf jeden Fall sehr spannend gewesen, was in den letzten 15 Jahren alles von dir erschienen wäre, wenn du noch da gewesen wärst. Fangen wir mit der offiziellen Michael Jackson Geburtstagsfeier statt. Das war die Michael Jackson Blue Sapphire Celebration, die in Las Vegas stattfand. In Las Vegas da läuft schon seit 10 Jahren die Michael Jackson The One Show. Das ist eine Cirque du Soleil Musical Show mit Michael Jackson Songs und Tänzern, und Artistik wird ein Musical, eine Show dargeboten. Und dort in diesem Mandalay Bay Hotel nennt sich das, da fand auch diese Michael Jackson Celebration statt. Und da hat man einmal diese Immersive Experience aufgebaut, die es auch letztes Jahr hier in Düsseldorf gab, in Deutschland. Bei dem MTV Music Awards gab es in Düsseldorf zum Erscheinen des Thriller 40 Albums eine Ausstellung, wo zum Beispiel dieser Billie Jean Walk dargestellt wurde, wo das Thriller Musikvideo in 3D gezeigt wurde. Und diese Ausstellung hat man jetzt nach Las Vegas gebracht. Die war ja nach Düsseldorf nochmal in New York, dann gab es die gar nicht. Und jetzt hat man sie nochmal in Las Vegas in diesem Mandalay Bay Hotel, wo eben auch das Musical The One läuft, aufgebaut. Rund um dieses Michael Jackson Musical gibt es auch ausgefeilte Merchandising-Artikel von The One. Die sind auch hochwertig, wie ich finde. Die sind auch teilweise hochwertiger als das, was im offiziellen Michael Jackson Shop auf michaeljackson.com zu finden ist. Und da habe ich gestern auch gesehen, dass der King of Shops, das ist dieser britische Michael Jackson Shop, die sind auch dort und die kaufen wohl gerade auch dort ein und werden demnächst in ihren Shop auch Ware aus The One verkaufen. Also da lohnt es sich auch mal reinzuschauen im King of Shop. Ich verlinke euch hier den Link rein. Zurück zur Celebration. Ja, und in Las Vegas gab es eine Live-Show, ein Livestream, der auf dem offiziellen Michael Jackson YouTube-Kanal gestreamt wurde. Da konnte man ein Interview mit Miles Frost sehen. Das ist ja der Musical-Darsteller, der im MJ Musical den Hauptpart, den Michael Jackson spielt, der auch nächstes Jahr nach London kommt und dort Michael spielt, im West End. Mit ihm hat man ein sehr langes Interview geführt, da kamen noch ein paar andere Gäste zu und insgesamt drehte sich das über eine Stunde lang nur um Miles Frost und das MJ Musical, wie er
dorthin kam, ich habe mir das nicht ganz angeschaut. Ich habe da den Anfang reingeschaut und dann habe ich das ein bisschen vorgespult, weil ich es nicht ganz so interessant fand. Ich hätte mir jetzt da doch ein bisschen was anderes noch vorgestellt. Interessant wurde es dann zum Ende. Da gab es auch noch ein offizieller Happy Birthday Gruß an Michael Jackson. Da wurde vom MJ Musical Cast, die haben nochmal ein Video eingeblendet. Das wurde auch in dieser Show mit reingeblendet, wie sie eben Michael Happy Birthday singen, also das klassische Happy Birthday to You, und danach geht das über in Happy Birthday von Stevie Wonder. Und das war ganz nett. Danach kam dieses lange Interview mit Mile Frost und noch ein paar Extra-Gästen. Und zum Ende hin wurde es noch mal ein bisschen interessanter. Da gab es eine Live-Darbietung. Das wurde genannt die Michael Jackson Birthday Performance 2023 zum 65. Geburtstag. Und da hat der Cast vom MJ1 oder vom One haben zu Dangerous eine Choreografie getanzt. Und das war ganz nett anzusehen. Aber auf YouTube fand ich auch, da kam nicht ganz so der Spirit rüber. Live wäre das sicherlich ein super Event gewesen. Da hätte man die Ausstellung gehabt, da hätte man diesen Merchandising gehabt und dann hätte man noch diese Abendveranstaltung gehabt, wo dieses Interview mit Mile Frost, dann noch diese Dangerous Darbietung, dieses Special Birthday Performance, und im Anschluss hätte man sich dann noch das offizielle Musical anschauen können, The One. Vor Ort wäre das sicherlich ein super Erlebnis gewesen. So war das jetzt, ja, war okay, sich das anzuschauen. Ja, das war die offizielle Michael Jackson Birthday Celebration, der vom Michael Jackson Estate organisiert wurde. Und da hört das Offizielle auch schon auf. Es gab natürlich auch von Michael Jackson Kanälen, wurde offiziell auch die Glückwünsche an Michael Jackson gesandt. Da gab es noch LaToya, habe ich gestern noch gesehen, die hat auch einen Birthday-Gruß auf ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass da was kam. Aber da müsste man noch mal gucken. Ansonsten, was habe ich gestern noch wahrgenommen? Ja, das war am Wochenende schon, also am Samstag, Sonntag, da hat die Spike Lee Block Party in New York stattgefunden. Und das macht Spike Lee jetzt ja auch schon seit einigen Jahren, dass immer im August er diese Blockpartys in New York schmeißt. Und dort feiert er Michael Jackson, aber auch Prince. Und dieses Jahr hat er auch beide zusammen auf dieser Blockparty gefeiert, weil Prince hat auch dieses Jahr seinen 65. Geburtstag gefeiert. Er hat Ende Juli Geburtstag und jetzt vor Michaels Geburtstag hat er quasi seine offizielle Blockparty in New York gegeben. Spike Lee ist ein Regisseur, der auch mit Michael Jackson das They Don't Care About Us Video gedreht hat. Und er ist sehr bekannt, selbst auch sehr berühmt für seine Filme, die er gemacht hat. Und in New York schmeißt er eben schon seit bestimmt 5-6 Jahren jedes Jahr diese Blockparty oder vielleicht sogar noch länger. Und Spike Lee erzählt auch auf diesen Blockpartys immer wieder die Geschichte, wie er Michael Jackson kennengelernt hat, dass eben Michael irgendwann ihn kontaktieren wollte, er abgenommen hat und gedacht hat, ja, hier ist Michael Jackson, und er so, ach, erzähl doch nicht, hat aufgelegt. Michael rief wieder an, Spike Lee, Michael Jackson, komm, willst mich verarschen? Und irgendwann hat Michael dann mit tiefer, dunkler Stimme, stopp, 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 nicht auflegen, hier ist wirklich Michael Jackson. Und dann kamen die erst ins Gespräch und dann hat er geglaubt, dass das wirklich Michael Jackson war. Und dann gibt es ja die Geschichte, die Spike Lee auch schon öfter erzählt hat, wo er erzählt, was Michael von ihm wollte. Und zwar wollte er, dass sich Spike Lee sein neues Album anhört. Das war damals History, 1995, das war noch nicht veröffentlicht. Und er sollte sich das ganze Album anhören und sich einen Song raussuchen, für den Song er gerne ein Video machen möchte. Und dann haben die sich zusammen das Album angehört komplett. Spike Lee hat danach gesagt, ich suche mir Stranger in Moscow aus. Da will ich ein Video gerne für machen. Und Michael direkt ganz panisch, nein, auf keinen Fall Stranger in Moscow. Ich habe mir für dich They Don't Care About Us ausgesucht. Das solltest du dir doch nehmen. Ja, und das war die Geschichte, die er schon häufiger erzählt hat. Und ja, er hat es dann auch wirklich gemacht. They Don't Care About Us war das Video, wofür er
ein Musikvideo gemacht hat. Wobei es auch interessant gewesen wäre, zu erfahren, was Spike Lee aus Stranger in Moscow gemacht hätte. Aber, naja, wir werden es nicht erfahren. Aber They Don't Care About Us, die Brasilien-Version, die hat damals Spike Lee directed. Ja, das ist die Blockparty in New York. Da läuft dann ganz viel Michael Jackson Musik, Prince Musik und auf YouTube gab es oder Social Media habe ich auch verschiedene Ausschnitte gesehen. Da geht immer ganz gut auch eine Party ab. Also das sieht immer sehr beeindruckend aus. Ja, Las Vegas, New York. Jetzt kommen wir nach China. Da gibt es ja auf Twitter zum Beispiel Qin Shang, der ist da sehr bekannt und der hat auch schon am Montag ganz viele Videos gezeigt, dass vor der neu veröffentlichten Michael Jackson Statue, die es in Shanghai gibt, da war eine Riesenparty, wo die Leute im Regen vor dieser Statue zu Michael Jackson getanzt haben. Das heißt, da auch in China gab es Celebrations. Und damit sind das alle mir bekannten Celebrations, die jetzt in den letzten Tagen bekannt waren. Also hier aus Deutschland ist mir nichts bekannt, dass irgendwo größere Partys stattgefunden haben. Auch aus England habe ich nichts gehört. Ich denke, das verschiebt sich jetzt alles so ein bisschen in den Herbst rein, wenn die Halloween-Partys stattfinden, wenn die Kingvention sind, wenn die verschiedenen Seminare sind. Und da macht sich vielleicht noch das ein oder andere auf. In Zürich, in Österreich gibt es ja noch eine Michael Jackson-Veranstaltung. Und da sind natürlich auch Verknüpfungspunkte, wo man auf jeden Fall feiern kann. Ich halte auf jeden Fall die Augen und Ohren offen, jetzt am kommenden Wochenende. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar Meldungen, dass an den ein oder anderen Denkmal sich doch Fans getroffen haben, vielleicht in München am Bayerischen Hof oder auch in London an verschiedenen Spots. Und da gucken wir mal. Vielleicht habe ich in der nächsten Folge noch ein paar Meldungen mehr. Ja, wie feiert ihr eigentlich Michael Jacksons Geburtstag? Habt ihr jedes Jahr Rituale? Macht ihr irgendwie was Besonderes, dass ihr jedes Jahr an seinem Geburtstag Musik hört? Oder ist das für euch eigentlich ein Tag wie jeder andere, wo ihr nichts Besonderes macht? Guckt ihr vielleicht einen Film? Guckt ihr besonders die Videos? Ich kann einmal erzählen, was ich mache. Für mich ist das, wenn es ein Werktag ist, natürlich ein ganz normaler Arbeitstag. Ich nehme mir da nicht extra frei für. Was ich aber immer mache am Michaels Geburtstag, ich höre den ganzen Tag die Musik. Und ich nehme mir immer vor, dass ich chronologisch alle seine Alben durchgehe und mache mir da eine Playlist, die dann morgens schon läuft. Und die läuft dann den ganzen Tag über im Hintergrund. Und das war auch dieses Jahr so. Ich habe mir eine Playlist gemacht, die fing an mit Got to Be There. Danach kam das Ben-Album. Das heißt, ich bin in den Motown-Jahren eingestiegen. Danach kam Dear Michael, Music and Me. Dann hatte ich zweimal das Off the Wall Album gehört, einmal in der Special Edition mit den Demo-Versionen von Working Day and Night und Don't Stop Till You Get Enough. Danach habe ich nochmal Off the Wall in der normalen Version gehört. Dann kam das Thriller Album auch in der Special Edition mit Carousel, mit der längeren Version von Vincent Price und Someone in the Dark, diesen E.T. Danach die Bad 25, das 25 Deluxe Album mit dem Bad Album, mit den Bonus-Songs und auch den Live-Audios. Und dann war der Tag auch irgendwie am späten Nachmittag und dann habe ich abends ein bisschen Sport gemacht, war ein bisschen einkaufen und habe dann zum Schluss am Abend noch mal Moonwalker angeschaut in der Steelbox Blu-ray. Und so habe ich den Abend ausklingen lassen und dann hatten wir auch schon 22 Uhr und dann bin ich ins Bett gegangen. Ja, und zwischendurch habe ich noch auf den Social Media Kanälen meinen offiziellen Michael Jackson Artwork präsentiert. Habe ich jetzt hier auch eingeblendet. Ja, das mache ich auch jedes Jahr, dass ich mir immer ein Foto raussuche, das ich selbst auch gemacht habe. Und da habe ich hier ein Foto von der History Tour Michael Jackson in Bremen. Das war der 31. Mai 1997. Da singt er hier gerade Black or White und da hatte ich den perfekten Blick auf Michael. Da war ich auch ziemlich weit vorne. Nicht erste Reihe, aber ich war ziemlich weit vorne und habe damals mit meiner guten alten Kompaktkamera auch diesen Schnappschuss gemacht. Und jetzt habe ich zu seinem 65. Geburtstag dieses Artwork gemacht. Auch in verschiedenen Designs. Die habe ich in meinem Community-Bereich hier auf YouTube alle veröffentlicht. Könnt ihr mal reingucken, ob euch die gefallen.
Und ja, das ist jetzt für mich auch schon so ein bisschen Tradition geworden, dass ich jedes Jahr an seinem Geburtstag irgendwie ein Foto raussuche und da so ein besonderes Artwork draus mache. Das habe ich jetzt die letzten 5 Jahre gemacht. Blend euch die hier mal rein. Das hier war Michaels, ich glaube ab dem 60. habe ich damit angefangen. Zum 60., zum 61., 62., 63., 64. und 65. Geburtstag. Ja, das ist, wie ich den Tag verbracht habe. Und ja, und eine letzte kleine News habe ich noch für euch. Beat It steht auf YouTube vor der 1 Milliarden Abrufgrenze. Das heißt, Beat It wird jetzt sehr wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Wochen das nächste Video sein, das die 1 Milliarden Grenze an Abrufen überspringen wird. Und dann hätte Michael Jackson schon 3 Videos über der 1 Milliarden Abrufgrenze erreicht. Und zwar nach Billie Jean, das hat jetzt schon 1,4 Milliarden Abrufe. They Don't Care About Us, das hat jetzt, glaube ich, 1,1 Milliarden Abrufe. Und dann würde Beat It kommen, das steht aktuell bei 973 Millionen. Und da ist nicht mehr viel Abruf zwischen, bis die 1 Milliarden Grenze geschafft ist. Also viel fleißig Beat It gucken und dann hat Michael demnächst 3 1 Milliarden Videos auf YouTube. Und Billie Jean mit 1,4 Milliarden, da ist der Weg auch nicht mehr weit zu den 2 Milliarden. Also das geht sicherlich auch schneller, als man denkt. Und dahinter folgen schon die nächsten. Also da kommt noch einiges. Michael, also nach Beat It ist noch lange nicht Schluss. Da folgen noch einige, die auch die Grenze überschreiten werden. Ja, teilt gerne mal mit, wie ihr Michael Jacksons Geburtstag feiert. Und nutzt mal die Kommentare. Schaut auch gerne mal im Community-Bereich hier rein. Ein paar Shorts mache ich ja auch regelmäßig. Da lohnt es sich auch mal reinzugucken. Folgt mir gerne, wenn ihr mir nicht schon längst folgt. Liked auch gerne mal diese Folge. Freue ich mich immer drüber. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge von MJ Update, Folge 14. Und jetzt feiert erstmal schön und zelebriert Michael Jacksons Geburtstag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.